Moin, herzlich willkommen hier bei Johns MOBA. Und zwar Johns MOBA nicht im Jahr 2035, sondern im Jahr 2008. Denn was ich hier mitgebracht habe, das ist die sogenannte Märklin Mobile Vision aus dem Jahr 2008. Und wer sich jetzt neulich gefragt hat, warum zeigt er uns plötzlich die Spielewelt? Das hat einen Grund. Und zwar bin ich hierauf gestoßen. Und ja, kurz zusammengefasst, meine Lebenspartnerin sagte dazu, das Beste an diesem Set, was ich euch heute zeige, ist der Koffer. Denn der ist wirklich hochwertig. Also seid gespannt, denn ich denke, Entwicklungen wie diese waren ein Grund dafür, warum die Firma Märklin im Jahr 2009 Insolvenz angemeldet hat. Aber fangen wir mal ganz vorne an. 2008, ich lese euch mal was Schönes vor, und zwar eine Pressemeldung der Firma Märklin vom 6.2.2008. Kindertraum Lokomotivführer. Einmal mit dem legendären Krokodil die Gotthardbahn hinaufklettern. In der transsibirischen Eisenbahn den wilden Osten erobern. Oder im Rocky Mountaineer die spektakuläre Bergwelt Nordamerikas entdecken. Geht das? Mobile Vision von Märklin macht all das möglich. Auf der eigenen Modellbahnanlage und in Zukunft sogar weltweit über das Internet. Die Fantasie von Modellbahnenthusiasten ist grenzenlos. In oft jahrzehntelanger Arbeit erschaffen sie ganze Welten aus Holz, Pappmaché, Draht und Farbe. Mit Mobile Vision von Märklin erwachen diese Welten jetzt zum Leben. Das drahtlose Videoübertragungssystem erfüllt den Wunsch vieler Modellbahner, ihre Welt einmal aus der Ich-Perspektive zu erleben. Eine Kamera im Führerstand der Lokomotive überträgt das Bild aus der Frontscheibe in Echtzeit auf die dazugehörige Videobrille. Dadurch schaut der Modellbahner seinem Zug nicht nur zu, sondern fährt zum ersten Mal richtig mit. Ein digitales Soundmodul liefert dazu immer genau die passende Soundkulisse aus originalen Fahr- und Umgebungsgeräuschen. Der Name Mobile Vision steht aber auch für das internetbasierte Konzept einer globalen Märklin-Community. In naher Zukunft soll jeder Modellbahn-Enthusiast über Mobile Vision und eine gemeinsame Plattform auch in der Lage sein, fremde Züge zu steuern. Das klingt doch erstmal richtig cool, oder? Das ist im Endeffekt das, was auch viele von euch sich in den Kommentaren gewünscht haben unter der Spielewelt. Also als ich euch die Spielewelt vorgestellt habe, jetzt vor einer Woche ungefähr, haben ganz viele geschrieben, ja, das ist ja gar nicht schlecht. Also ich meine, ja, wir sind uns alle einig, es sieht aus wie ein PC-Spiel entwickelt in den 1990ern. Die Idee fanden einige doch ziemlich smart. Ich gehöre auch zu denen, die solche Ideen mögen. Aber fast alle von euch, die das mögen, haben geschrieben, cooler wäre doch irgendwie eine Video-Führerstandsmitfahrt. Und die gibt es. Und zwar von Märklin auf den Markt gebracht im Jahr 2008 respektive 2009 als, ich glaube, 26001 und 26020. Das waren die beiden Setnummern. Das eine davon als Märklin 20 Jahre Märklin Händlerinitiative Sondermodell. Das haben wir heute hier mit dabei. Und eben ein Jahr vorher in den Neuheiten präsentiert, 2008, als Nicht-Sondermodell. So, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, weil viele von euch haben das, glaube ich, noch nie gesehen, wissen gar nicht, was ist das eigentlich, wo kommt das her? Oder warum gibt es das überhaupt und ihr wusstet bisher nichts davon? Der Grund könnt ihr euch jetzt schon vorstellen, wenn ihr knapp 12, 13 Jahre später davon noch nicht gehört habt, könnte sein, dass das Ganze damals ziemlich gefloppt ist und nicht so funktioniert hat, wie sich Märklin das vorgestellt hat. Und die Gründe dafür, die schauen wir uns heute mal gemeinsam an, aber auch, was daran visionär ist und was auch tatsächlich richtig gut funktioniert. Also ich stimme meiner Lebenspartnerin nicht ganz zu, dass das Beste an dem Set der Koffer ist. Aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Worum geht es überhaupt? Und zwar in diesem Koffer hier befindet sich ein Zug,
habt ihr gerade auch gehört, dieser Zug hat eine Kamera drin und diese Kamera wird übertragen an die kleine Brille hier, sodass man eben auch sehen kann, was passiert. Soweit, so gut, das haben wir jetzt, glaube ich, verstanden. Und jetzt schauen wir es uns mal an. Der Koffer ist übrigens tatsächlich extrem hochwertig. Also ihr wisst jetzt ja, das Set ist von 2008 respektive 2009. Wir haben jetzt das Jahr 2022. Es ist gebraucht und zwar nicht wenig. Und trotzdem sieht dieser Koffer eigentlich noch echt ordentlich aus. Warum ist das Ganze in einem Koffer? Dazu hat Märklin damals auch was gesagt. Die Grundidee ist, dass ihr das nicht nur auf eurer eigenen Anlage verwendet, sondern auch zu euren Modellbahnfreunden mitnehmt, um fremde Anlagen abzufahren. Und da macht ein Koffer deutlich mehr Sinn als so eine Pappverpackung, die vielleicht kaputt gehen würde. Also auch da macht Sinn. Dann macht ihr das auf und habt erstmal hier so einen schönen Einsatz hier oben mit einem Märklin-Logo reingefräst. Und dann schauen wir doch mal, was da drin steckt. So, was sehen wir? Wir sehen einen Intercity Express, dreiteilig, also Triebwagen, Zwischenwagen oder Mittelwagen heißt es ja korrekt und Steuerwagen 808. Das ist das, was wir sehen. Hier oben ist dann ein bisschen Kabellage. Hier ist noch eine Antenne und hier gehört die Brille rein. Also, so weit, so gut. In neu waren da natürlich noch Anleitungen mit dabei. Die habe ich jetzt nicht mehr. Der Vorbesitzer, das Ganze hier ist natürlich gebraucht, hat aber freundlicherweise so eine ausgedruckte Anleitung hier beigelegt. Die könnt ihr euch online auch anschauen. Da steht allerdings auch nicht viel drin, muss man tatsächlich sagen. Also das ist aus meiner Sicht eine der schlechtesten Anleitungen, die Märklin je produziert hat, obwohl das Ganze optisch eigentlich ganz schick aussieht. Aber inhaltlich, wie gesagt, da steht überhaupt nichts drin. So ein ganz bisschen Erklärung zur Technik, aber das war es dann auch. Und dann im Endeffekt, ja, eine ganze Seite zum Thema Inhalt der Packung, was wir hier gerade gesehen haben. Ja, Batterien, Inbetriebnahme, Betriebshinweise, aber da steht eigentlich nichts, was einem irgendwie wirklich weiterhilft. Jetzt hier ein bisschen was zur Technik, das werden wir später noch mal ein bisschen detaillierter uns anschauen. Also was haben wir im Endeffekt? Wir haben hier eine Videoübertragung an die Videobrille im 2,4 GHz Band und wir können sogar durch Kopfbewegung die Kamera bewegen und dafür wird dann noch mal extra im 433 MHz Band angesteuert. Das heißt, 2 Funkverbindungen bestehen hier. Ja, und dann kann man im Endeffekt diese Brille noch an den Fernseher anschließen. Was da sonst noch drin steckt, machen wir später. Ich lege das mal ganz kurz zur Seite. So, was haben wir noch? Dann haben wir hier so ein formschönes Batteriepäckchen. Das ist auch wirklich für AAA-Batterien gedacht. Im Stil der Zeit, silberglänzend mit roter Farbe bedruckt, der Aufkleber. Ja. Ist wirklich nur so ein kleines Batteriekästchen und das kommt an die Brille ran. Dann habt ihr hier Kabel. Also die Älteren unter euch werden sich erinnern, so hat man früher mal Videodaten übertragen. Also einmal Video, der gelbe, und dann für den Stereo-Sound den roten und den weißen. Und damit kommt das Ganze an die Brille. Dann gibt es hier nochmal Kopfhörer, die sind anscheinend auch noch original verpackt. Die werde ich jetzt auch nicht verwenden heute. Schlüssel, hier sind noch Batterien für die kleine Packung hier und dann haben wir hier schon das Modell drin. Das hole ich jetzt mal raus, damit wir uns das ein bisschen angucken können und diesen riesen Trumm an Koffer dann loswerden. Und zwar haben wir hier einmal den ICE 2 Triebwagen, wir haben einen stinknormalen Mittelwagen. Und dann haben wir hier das, worum es eigentlich in dem ganzen Set geht, den Kamerawagen. Hier vorne seht ihr jetzt auch die Kamera. Und ihr seht auch, die Frontscheibe ist jetzt nicht verloren gegangen seit 2008, sondern es ist gar keine Frontscheibe verbaut gewesen, denn die Frontscheibe hätte quasi das Sichtfeld der Kamera eingeschränkt. Genau, und dann habt ihr hier quasi jetzt nochmal einen Schleifer zur Stromversorgung von all dem, was an Technik da drin steckt, was wir auch später nochmal im Detail machen. Und ja, das war es eigentlich, was in dem Köfferchen drin steckt. Also, ihr seht schon, riesen Koffer
Hochqualitativ, also echt gut. So, sag ich mal, so ein ganz bisschen über dem Baumarktstandard, wenn ihr so Alu-Koffer kauft. Ja, hier. Das Werbegetränk darf ja nicht vergessen werden. Also, wo fangen wir jetzt mal an bei dem Ganzen? Ich werde jetzt nicht auf die Historie des Intercity Express eingehen, denn dafür hätte ich gerne, und das mache ich auch irgendwann mit euch nochmal, ein schönes Modell des Intercity Express. Wir haben jetzt hier zwar ein schönes Modell, aber darum geht es nicht, es geht heute um den Videowagen. Deswegen nur ganz kurz zu dem Triebfahrzeug hier. Und zwar hat der ein ordentliches Gewicht. Ihr seht, hier unten ist sogar ein Lautsprecher verbaut. Also es gibt auch 2 Soundfunktionen dieses Modells, die es hat. Und es handelt sich um einen Triebkopf des ICE 2. ICE 2 unterscheidet sich vom Intercity Express 1 dadurch, der ICE 1 hatte immer auf der einen Seite einen Triebwagen, dann Mittelwagen, und zwar, ich glaube, 14 Stück, und auf der anderen Seite auch wieder ein Triebwagen. War also sehr groß, ungefähr 700 Meter lang. Der ICE 2, auch als Baby-ICE bezeichnet, war gedacht als Variante für nicht ganz so verkehrsreiche Strecken, also wo das Verkehrsaufkommen eigentlich so einen großen ICE nicht gerechtfertigt hat. Da hat man sich gesagt, wir machen den Triebzug, also den Triebwagen, wir machen den Mittelwagen, im Regelfall 6 Stück, manchmal aber auch einer mehr oder weniger, und am Ende einen neu entwickelten Steuerwagen. Also der Hauptunterschied ICE 2 und 1 ist, der ICE 1 hat auf beiden Seiten so einen Triebkopf, der ICE 2 nur auf einer Seite, und manchmal wurde der ICE 2 sogar gekoppelt, dass man 2 davon hintereinander hatte, dann hat man aber immer in der Mitte hier quasi diese Steuerwagen gehabt. Also so viel zur Historie. Sobald ich mal ein schönes ICE-Modell habe, zeige ich euch das dann auch komplett und wir sprechen auch über die Historie. Heute geht es ja um diese Technik, die eigentlich in sich auch schon Historie ist. Also, was muss man hier noch dazu sagen? Märklin hat sich hier bedient an dem damals aktuellen Baukasten 2008. Und zwar ist das hier eigentlich der Triebkopf aus der 36711. Das ist ein Modell des ICE 2 mit einem FX-Decoder, 2 Soundfunktionen. Und das umfasst im Endeffekt das hier, was wir hier gerade gesehen haben, die 3 Wagen, plus nochmal ein Bordrestaurant. Das ist rausgekommen 2007 als Neuheit. Ein Jahr später, 2008, wo dieses Set hier auf den Markt gekommen ist, hat man das Bordrestaurant weggenommen, weggespart quasi und dann den Rest vom Zug verwendet als Basis für diese Videogeschichte. Das Ganze ist später nochmal aktualisiert worden von Märklin, also ihr findet das auch als 36712 mit einem MFX-Decoder, quasi das gleiche Modell mit den gleichen Funktionen. Schauen wir uns später im Detail nochmal an, aber die Funktionen sind jetzt nicht so überragend. Im Endeffekt 2 kleine Soundfunktionen. So, und hauptsächlich geht es ja heute hierum, der Videowagen. Was macht der grundsätzlich, was kann der? Im Endeffekt müssen wir da auch ein bisschen in Betracht nehmen, was war die Zeit damals? Also was konnte man damals überhaupt machen? Märklin war damals noch nicht insolvent. Der ganze Modellbahnmarkt war am Runtergehen. Es gab unglaublich viele Modellbahnfirmen, die schon insolvent gegangen sind zu dem Zeitpunkt oder waren. Märklin noch nicht, als das Ganze entwickelt wurde. Rausgekommen, wie gesagt, 2008, das heißt, die Entwicklung hat ein paar Jahre vorher stattgefunden. Und nur mal so als Idee, was war damals Hype, was war damals modern? Es gab noch kein iPhone. iPhone ist vorgestellt worden dem Markt 2007. Das heißt, also als man das hier entwickelt hat, war das iPhone noch nicht auf dem Markt, sondern man hatte normale Handys, noch keine Smartphones. Das ist jetzt wirklich Urschlamm. Also nur die ganz Alten von euch werden sich erinnern, es gab eine Zeit, bevor es Smartphones kamen. Was gab es damals auch noch nicht? Zum Beispiel jetzt Internet of Things, WLAN, dass alle Geräte miteinander verbunden sind. Das gab es alles nicht. Aber was ganz, ganz neu, ganz, ganz hip und modern war, war Videos im Internet. Also, dass man überhaupt in der Lage war, Videos aus dem Internet zu übertragen. Mehr oder weniger als Livestream. Das war the next big thing, der ganz, ganz heiße Scheiß damals. Das richtig modernste vom Modernen. Beispiel YouTube. Wurde gegründet 2005, 2006 von der Firma Google dann übernommen und war 2007 auf dem Weg, sozusagen eine der beliebtesten, modernsten, berühmten Apps zu werden. Also das war YouTube zu dem Zeitpunkt.
Und jetzt musste ich mir natürlich als Modellbahnhersteller überlegen, wo will ich eigentlich auch in Zukunft hin, wo sehe ich Zukunftsmärkte. Märklin wollte sich ja auch positionieren und war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht in einer Position, wo man vielleicht vorsichtig war, sondern man hatte ja 150 oder 140 Jahre Firmengeschichte im Rücken. Ja, was soll denn passieren? Alle anderen gehen pleite, aber Märklin ja nicht. Ja, wir machen einfach mal. Und ja, da hat man der Entwicklungsabteilung, glaube ich, so ein bisschen freien Lauf gelassen und so ein bisschen sich so hier Space Age 2030 gefühlt. Die Idee war also, Märklin Mobile Vision sollte ein internetbasiertes Serversystem eigentlich sein, was es euch ermöglichen würde, zum Beispiel jetzt hier durch Fredhaun zu fahren mit meinem Videowagen und das würde jemand anders das Ganze steuern, nämlich ihr zu Hause an eurem PC und könntet meine Anlage damit erkunden. Oder ich könnte eure Anlage erkunden und das Ganze könnten wir auf einem Server machen. Und ich finde, die Idee klingt total spannend und total cool. Ich weiß nicht, ob man das heute jetzt schon technisch sicher umsetzen könnte, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das heute klappen würde, ist extrem hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das 2008 wirklich als, ja, sagen wir mal, marktreifes System rausbringen konnte, schwierig. Warum? Naja, also wir haben es gesagt, also das ganze Thema Datenübertragungsraten, Smartphone war noch nicht gegeben. WLAN war auch so ein Thema. Gab es, ja, WLAN gab es, nur es war noch nicht die Standardtechnologie. Also wenn ich mich an meinen eigenen Arbeitsplatz zum Beispiel 2008 zurückerinnere, da war nochmal der PC bzw. das Notebook mit einem Ethernet-Kabel über die Dockingstation angeschlossen. Und ja, das braucht man heute nicht mehr. Heute kann man eigentlich fast alles über WLAN ja machen. Das heißt also, damals war man noch technisch auf anderen Voraussetzungen unterwegs. Dafür spricht ja zum Beispiel auch dieses Kabel hier, mit dem man die Brille an einen Fernseher anschließen kann. Also wenn ihr noch einen Fernseher habt, bei dem das geht, dann seid ihr glücklich. Also für mich war das jetzt schwierig überhaupt, aber da kommen wir später zu, ein Gerät zu finden, wo man das dann digitalisieren kann, damit man es euch zeigen kann. Also, aber das war die Grundidee. Dann hat Märklin sich gesagt, was kann man denn als Modell dafür verwenden? Da bietet sich natürlich so ein ICE an, weil da habe ich relativ viel Luftraum drin. Es ist für fast jede Anlage geeignet und wahrscheinlich hatte man auch relativ viele von denen. Tatsächlich war das ja auch eine Zeit, in der Märklin auch meines Wissens nach im Ausland, zum Beispiel in China, auch eine Produktionslinie hatte, wo es massive Qualitätsprobleme damals gab, was auch damit zugeführt hat, dass Märklin dann im Endeffekt in die Insolvenz gegangen ist. Aber das ist, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, nach dem, was ich gelesen habe, glaube ich, ein Modell, was nicht in Deutschland gefertigt wurde, der ICE im Grundsatz hier. Das heißt, wahrscheinlich hatte man den auch noch relativ billig da, als quasi Basis, um was reinzubauen. So, dann hat sich die Entwicklungsabteilung mal hingesetzt und das Ganze so zusammengeschnittelt, wie das dann damals ging. Und die, sagen wir, damals mehr oder weniger Hightech-Variante dann verwendet, um hier so ein Modell aufzubauen. Hat das gut funktioniert? Sagen wir mal so. Also ich habe euch vorgelesen, was am 8.2.2018 von Märklin als Pressemeldung publiziert wurde. Exakt ein Jahr später wurde die Insolvenz von Märklin dann bekannt gegeben. Was heißt das jetzt? Dieses Set hier wurde also entwickelt in einem Unternehmen, was noch von der Idee her 140 Jahre Firmengeschichte ungefähr hinter sich hatte und sich sehr, sehr mächtig fühlte und wurde dann in den Markt gebracht und produziert zu einem Zeitpunkt, wo das Unternehmen insolvent war, wo also nicht sicher war, wie geht es weiter, wo wahrscheinlich viele, viele der guten Leute direkt gegangen sind, weil sie woanders bessere Jobs gefunden haben und nicht wussten, ob sie morgen noch Geld bekommen von ihrem Arbeitgeber. Wo der Insolvenzverwalter mit Sicherheit ganz, ganz klar auf die Kostenschraube gedrückt hat und gesagt hat, so billig wie möglich. Ja, so billig wie möglich. Haut's raus und macht da Geld mit. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Set. Übrigens nochmal als Hinweis, das Set, als es 2008 in den Markt geworfen wurde, sollte kosten, und zwar, das ist jetzt das absolute Schnäppchen, 800 Euro. Ich glaube, 799 Euro war der UVP für das Set im Jahre 2008. Ihr könnt euch vorstellen, das war im Jahr 2008
absolut überteuert. Ihr würdet heute für das gleiche technologisch auch keine 800 € bezahlen, selbst wenn es aktuelle Technologie wäre. Und dementsprechend ist das Set dann nach der Insolvenz 2009 in dieser MHI-Version für 500 in den Markt geworfen worden, weil man wahrscheinlich die ganzen Köfferchen rumliegen hatte und dachte, wir brauchen irgendwie Geld. Selbst 500 € war damals, glaube ich, noch eine ziemlich große Ansage. Also es müsst ihr heute umgerechnet auf ungefähr 750 gehen, um ein Bauchgefühl dafür zu kriegen, was quasi jetzt insolvenzbereinigt das wäre, was man heute dafür verlangen würde. Was habt ihr dafür bekommen? Also, ihr habt dafür bekommen den Standard ICE 2 zur damaligen Zeit minus den Wagen Bordrestaurant. Das Modell an sich war, glaube ich, für die Zeit absolut in Ordnung, war jetzt nicht besonders schlecht oder besonders gut, war einfach ein schöner ICE, wunderbare Bedruckung, schwere Qualität. Wir haben hier tatsächlich an dem angetriebenen Fahrwerk nur zwei, ich hatte jetzt gehofft 4, aber tatsächlich auch nur 2 Haftreifen dran. Machen wir mal einen Haken dran. Das Modell an sich war, glaube ich, für die damalige Zeit echt in Ordnung. Der Mittelwagen hier, billiges Plastikteil, ehrlich gesagt. Also aus meiner Sicht, das würdet ihr heute von Märklin wahrscheinlich nicht mehr ganz so bekommen. Ja? Ich glaube, dass Märklin sich heute wieder ein bisschen mehr Mühe gibt, aber das Teil an sich von der Detaillierung her absolut okay. Da kann man nur nicht viel für verlangen. Muss ich mal ganz klar sagen. Also das würdet ihr auch von anderen Herstellern mehr oder weniger genauso kriegen, zu wahrscheinlich einem sehr günstigen Kurs. Ist also jetzt definitiv kein Hightech-Modell gewesen. Aber ist auch nicht schlecht, ist okay. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Schätzchen hier. Was hat man also verbaut? Man hatte damals technologisch so ein bisschen so einen Zwischenstand. Man hatte die Vision, wo man hin wollte. Man hatte aber technologisch noch gar nicht die Möglichkeit, das auch tatsächlich umzusetzen. Warum? Also, WLAN habe ich gesagt, gab es als Technologie, war aber noch nicht so ultra verbreitet. Breitbandinternet gab es als Technologie, war auch schon relativ verbreitet zum damaligen Zeitpunkt, aber Videoübertragung über eine eigene von Märklin gehostete Plattform inklusive Live-Steuerung einer fremden Modellbahn. Das kann ja das kann die Central Station ja heute, 12 Jahre später noch nicht. Technologisch. Das kann die gar nicht. Das wäre damals technisch überhaupt nicht gegangen. Da hätte Märklin nicht nur diesen Zug hier rausbringen müssen mit dieser Brille, sondern noch 25 Schritte davor, wie man überhaupt ein Signal von mir als steuernder Person auf das Gleis einer fremden Modellbahnanlage bekommt. Also auch da technologisch ein Riesenfragezeichen. Insofern würde ich mal sagen, ist das Ganze eigentlich eher so ein Ingenieursprojekt, was man auf einer Messe hätte zeigen können. Und das dann erstmal die nächsten 5, 6 Jahre nochmal entwickelt, bis man es wirklich auf den Markt bringt. Was Märklin jetzt gemacht hat, ist, die haben damals quasi den Prototypen auf den Markt geworfen. Und genauso ist das Ganze auch. Es funktioniert, ja. Aber wenn wir uns die Details mal in dem Steuerwagen hier angucken gemeinsam jetzt, werdet ihr sehen, dass es mehr Prototyp als serienreifes Modell ist. Sprechen wir über den technischen Aufbau. Und da habe ich uns jetzt hier tatsächlich nur mal den Steuerwagen mitgebracht. Hier mit diesem kleinen Märklin 20 Jahre MHI-Logo. Die anderen beiden sind jetzt für uns ja nicht so super spannend, denke ich, an der Stelle. Denn den Triebkopf und der Mittelwagen, die haben ja mit der Kameratechnik hier tatsächlich gar nichts zu tun. Öffnen kann man das Ganze sehr, sehr einfach. Auf der Rückseite gibt es hier so ein Plastikteil. An der Nase vorne gibt es dann hier so eine Abdeckung für die Nase. Und dann kann man einfach das Ding hier abnehmen. Da steckt dann auch noch diese kleine Beleuchtungseinheit drin, die muss man einmal nach hinten rausziehen. Was man jetzt hier sehen kann, der Vorbesitzer hatte anscheinend mit der Kamera im Dunkeln Probleme und hat deswegen hier ein bisschen schwarz gemalte Alufolie reingebaut, sodass die Beleuchtung nicht an die Kamera reinleuchtet. Und da sieht man auch, das wurde nachträglich gemacht. Also ich glaube nicht, dass es ab Werk so war. Und wenn wir jetzt uns das gesamte Modell mal angucken, was einem sofort auffällt, ist die Kabelführung. Also guckt euch mal diese Kabelführung hier an. Das ist schon brutal schlecht. Das ist wirklich brutal schlecht. Also das würde man heute so von Märklin, denke ich, auch nicht mehr bekommen. Also die fliegen ja wie Kraut und Rüben hier durch die Gegend. Man kann die Platine dann hier so rausklippen im Endeffekt und dann hochnehmen.
Wir müssen die jetzt einmal so rumdrehen, dann können wir einmal ein bisschen rauf gucken. Was haben wir da? Wir haben hier vorne Anschlüsse für ganz normal klassisch RC bzw. Industriestandard Servo, das ist der zu uns zeigende, und dahinter dann ein 3-Pin-Anschluss für die Kamera. Das sind diese Kabel, die dann auch nach hier weggehen. Die sind hier. Und dann haben wir hier im Endeffekt einfach nur Bauteile, bis wir zu diesem Schalter kommen. Damit wähle ich den Kanal 1 bis 4 für die Übertragung an die kleine Brille. Ja, und das war es eigentlich schon, was man hier sehen kann auf der Platine. Das sind einfach nur weitere Bauteile, bis ich hier hinten zum Stromanschluss komme. Also ganz wichtig, falls das Ding bei euch nicht anspringt, es gibt hier einmal das schwarze Kabel und das braune Kabel. Zu uns hin ist jetzt das braune Kabel, von uns weg zeigend ist das schwarze Kabel. Und die sind hier halt, ja, sehr leicht nur an die Platine angelötet. Ansonsten sieht das mit den Kabeln hier echt Kraut und Rüben aus. Also, dass das nicht mehr als Prototyp gilt, ist ja echt schon ein Wunder. Und was ihr hier jetzt auch noch seht, also hier ist jetzt ja schon ein Teil abgebrochen quasi vom An- und Abmachen der Platine. Also so richtig das Gelbe vom Ei ist das Ganze nicht, der Steuerwagen hier, so wie er hier aufgebaut ist. Also das ist wirklich reingezwungen in das Modell. Und aus meiner Sicht Prototyp, aber nicht verkaufbar. Das sozusagen zum Thema Platine. Gucken wir mal hier vorne nochmal detailliert die Kamera an. Also der Teil quasi ab hier. Was haben wir da? Wir haben einen handelsüblichen sogenannten 5 Gramm Servo. Den habe ich auch schon ausgetauscht. Also das ist nicht mehr der Originale, der drin war. Der war nämlich durch. Das heißt also, entweder wurde es viel benutzt oder es gibt hier irgendwas, was den Servo massiv belastet. Ja. Und da habe ich eine Idee, was das sein könnte. Das seht ihr aber nachher, wenn wir auf der Anlage sind. Und dann haben wir hier dieses kleine Ärmchen, das geht nach vorne zur Kamera. Und wenn sich der dann hier bewegt, seht ihr, ja, bewegen wir entsprechend die Kamera. Also eine relativ simple Technik, aber sie funktioniert gut. Die Kamera ist hier wunderbar sozusagen dann gelagert. Und ich denke, dass die für die damalige Zeit auch relativ hochauflösend, hochqualitativ ist. Das war das, was damals möglich war. Ihr seht ja auch, dass die wirklich nicht groß ist, also auch damals schon eine Mikrokamera war. Und dann gehen hier die Kabel, aber guckt mal hier, wie das zusammengebunden ist. Also das wird sich heute Märklin, glaube ich, nicht mehr erlauben, das so zu machen. Es sieht echt nicht hochwertig aus. Auch hier vorne dann, das ist ein Set damals für 800 Euro. Für 800 Euro haben die das verkauft. Und dann haben die es nicht mal geschafft, 2008 hier eine LED einzubauen, sondern wirklich so eine billige Glühlampe da vorne drauf gekleppt. Boah. Fällt mir nicht mehr zu viel zu ein. Also es funktioniert technisch. Das ist hier die Antenne für die Übertragung von dem Videosignal. Alles gut. Aber es ist halt wirklich so Prototypenstatus. So würde ich das sehen. Hier hat jemand einen Prototypen auf den Markt geworfen. Irgendwie passt es hier in dieses Gehäuse rein. Und dann hat man hier nochmal dieses 20 Jahre MHI da drauf gedonnert. Und das Gehäuse ist eigentlich schön, aber das ist wirklich so richtig einfach nur so ein billiges Plastikgehäuse. Start-up-Serie, würde ich jetzt heute mal sagen. Für so einen Steuerwagen ohne diese Kameratechnik würde ich heute vielleicht so 40 Euro oder sowas, 35 bezahlen, wenn überhaupt. Und damit wäre das schon gut bezahlt. Also da 800 Euro, Also ja, grundsätzlich, also das ist die Übertragungstechnik und das Ganze kommt dann an hier bei der Kamerabrille. Hier kommt dann eine Antenne drauf und dann seht ihr hier, so sehen diese Schalter aus. Da setzt sich das Elend der Haptik fort bei der Übertragung dann. Das heißt also, das hier ist wirklich ein Schalter. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das haben sie damals für 800 Euro verkauft. Ja. Genau, und so sieht das dann innen drin aus. Und habt ihr jetzt auch mal den Detailblick, dann seht ihr hier quasi so 2 Bildschirme. Und das sieht dann für euch eben aus wie eins. Funktioniert, obwohl es halt wirklich billig aussieht, tatsächlich gut. Ja, ihr habt es jetzt gesehen. Also es funktioniert. Wir haben halt das technische Problem gehabt zum damaligen Zeitpunkt. Wie bekomme ich die Daten übertragen? Wir haben hier vorne eine Kamera drin.
die wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist von der Auflösung her, selber, würde ich einfach mal vermuten, die dann allerdings über dieses, ja, doch wirklich üble Übertragungssystem, das heißt also, die Digitalaufnahme wird da drin analogisiert, wird analog per Funk übertragen an diese Brille, zu der wir jetzt mal kommen, und dann in dieser Brille wieder digitalisiert und auf den beiden Displays dargestellt. Für diesen komplizierten Weg funktioniert das Ganze technisch relativ gut. Muss man sagen, dafür funktioniert es technisch relativ gut. Wenn man jetzt allerdings von da nochmal wieder einen Schritt weiter geht und das Ganze zum Beispiel auf den PC bringen will, damit ich euch das hier überhaupt zeigen kann, wird es schon wieder ein bisschen kritischer. Aber bevor wir jetzt mal auf die Technik eingehen, ihr habt jetzt die Details gesehen, gehen wir einfach mal auf die Anlage und ich zeige euch mal ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht dann auch mal ein Live-Video quasi von dem, was ich jetzt für euch hier mit dem PC auch aufnehmen konnte. Starten wir auf der Anlage und das erste, was ich jetzt mache, damit ihr alles live seht, ist, ich drücke hier auf meinem Videograbber die Aufnahmetaste. Jetzt seht ihr, es blinkt rot, das heißt, ab jetzt haben wir auch das Bild von unserem Intercity 2. Da steht er, ich habe den Mittelwagen jetzt mal weggelassen, der würde eh nur stören. Gesteuert wird wieder über meine Central Station App. Was haben wir an Funktionen? Wir haben ein Spitzenlicht. Das funktioniert allerdings nur auf der Seite des Triebwagens, also des Triebkopfes. Die andere Seite ist ständig an hier bei mir. Dann habe ich zwei Soundfunktionen. Also so eine, ja, etwas verwirrende Tröte und eine Ansage. Ja, damit habt ihr eigentlich alles gehört, was ihr hören könnt. Und dann haben wir hier eben die Möglichkeit, noch die Anfahr- und Bremsverzögerung abzuschalten oder auch nicht. Ich schalte jetzt mal auf Fahrtrichtung vorwärts bzw. rückwärts. Wir wollen ja im Kreis fahren mit der Kamera vorweg. Die können wir uns auch noch mal ganz kurz angucken. Da seht ihr auch das erste. Dieses kleine Zucken, das kommt durch das MFX-Signal, was ihr vielleicht schon geahnt habt. Denn als das Ganze hier entwickelt wurde, gab es MFX noch nicht. Das heißt also, ja, das setzt den Servo hier ziemlich unter Stress. Und jetzt, ja, wir trauen uns einfach mal. Ich gebe jetzt mal Vollgas, ihr werdet begeistert sein. Ich mache es einfach mal. So, ihr habt es eben gesehen, ne? Da hinten, wo wir jetzt normal rumgefahren sind. Ich muss den jetzt ein bisschen reduzieren. Ihr habt es einmal gesehen und gehört, ne? Also das Modell ist echt krass schnell. Und wenn ihr den hier auf Vollgas schaltet mit diesem relativ leichten Steuerwagen, dann, ja, kommt er durchaus mal ins Entgleisen. Also 280 in der R1-Kurve, das kann unser ICE dann nicht. Ansonsten ist die Beschleunigung aber, glaube ich, ganz okay. Das habt ihr eben gesehen. Und wenn wir jetzt mit einer angemessenen Geschwindigkeit hier fahren, ist das, glaube ich, auch für euch quasi als Zuschauer ganz angenehm. Ja, also Fahreigenschaften sind absolut in Ordnung, da kann man eigentlich überhaupt nichts sagen, bis eben auf die Tatsache, dass bei Maximalgeschwindigkeit mit Steuerwagen voraus, ja, kann es in der R1-Kurve eben zu leichten Entgleisungen kommen, wie wir eben gesehen haben. Und ja, dieses MFX-Gewackel hier, das ist natürlich echt ultra kontraproduktiv und macht keinen Spaß. Vor allem ist die Geräuschkulisse auch ein bisschen nervig. Das ist allerdings nur so, solange man eben nicht mit der Kamera selber hier das Ganze bewegt. Man kann nämlich die Kamera hier auch bewegen. Deswegen, guckt mal. Man müsste jetzt hier eigentlich die Möglichkeit haben, das zu bewegen.
Genau, also das ist das, was man hier kann. Wenn man eben den Kopf mit dem bewegt, dann bewegt sich das Ganze auch. Und wenn man das aktiviert hat, dann tatsächlich, seht ihr, gibt es auch dieses MFX-Zucken nicht mehr. Also das könnt ihr, wenn ihr diesen Gyrosensor aktiviert, hier relativ einfach abschalten und schont dadurch, ehrlich gesagt, auch euren Servo. Also insofern, das jetzt mal so als erster kleiner Eindruck. Ich zeige euch jetzt noch ein paar mehr Fahrvideos einfach. Da sind wir wieder zurück.
ihr habt es jetzt gesehen. Also, es funktioniert. Es funktioniert besser mit dieser Brille als alles, was ihr gerade hier gesehen habt als eingeblendete Bilder. Warum? Tatsächlich ist der nächste Übertragungsweg, also ich habe dann quasi, wenn ich das Ganze von der Kamera übertragen will, von der Brille hier übertragen will, und dann stecke ich dieses Käbelchen hier unten rein und muss das dann an den Fernseher geben. Dann gebe ich ja nochmal das Signal, was hier analog rüberkommt, hier weiter und muss das dann digitalisieren. Ich habe jetzt hier eine relativ einfache Variante genommen. Ihr könnt euch auch einen sogenannten quasi AV-Grabber für den PC kaufen. Das ist dann so eine Karte oder so ein kleiner USB-Anschluss. Müsst ihr euch eine Software installieren oder ihr nehmt euch so ein Teil hier, das kommt jetzt von Pearl. Das ist ein kleines Kästchen, da ist das alles drin mit einer One-Touch-Bedienung. Das heißt, man schließt das Ganze dann quasi hier an, hat das so angeschlossen, macht dann hier einen USB-Strom quasi als Input rein und dann könnt ihr hier eine Micro-SD-Karte reinpacken und dann wird das Ganze auf eine Micro-SD-Karte übertragen. Das heißt also, wenn das Signal ankommt, wenn ihr das hier richtig eingestellt habt, drückt ihr hier auf den Knopf und dann nimmt er das die ganze Zeit auf, bis ihr wieder auf den Knopf drückt und dann habt ihr das als Video auf eurer Micro-SD-Karte. Das ist der Weg, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, dass ihr das mit einer Software auf dem Computer wahrscheinlich noch besser machen könntet. Allerdings ist es dann nicht mehr Plug and Play. Und das ist jetzt das mal neben allem Negativen. Was hat Märklin gut gemacht? Also Punkt A, was haben sie gut gemacht? Die Grundidee ist schon mal richtig gut. Das ist richtig visionär. Es wäre die Aufgabe der Geschäftsführung gewesen, die Entwickler nicht damit auf den Markt gehen zu lassen. Das wäre die Aufgabe der Geschäftsführung gewesen, zu sagen, ihr habt was super Cooles entwickelt, lasst uns das jetzt mal nehmen und daraus ein richtiges Produkt machen. Da hat die Geschäftsleitung das Management versagt, nicht die Entwicklung, definitiv nicht. Die Aufgabe der Entwicklung ist es, genau solche Sachen auf den Markt quasi nicht zu schmeißen, aber diese Ideen zu haben. Ja. So, also Entwicklung, Idee, Daumen hoch. Für 2008 absolut ihrer Zeit voraus. Umsetzung, ICE als Grundlage eigentlich auch eine ganz gute Wahl, weil kann jeder was mit anfangen und bietet viel Platz. Also auch da. Na, machen wir mal einen Haken dran. Dass man jetzt hier vorne keine bessere Lösung gefunden hat mit der Frontscheibe, auch okay. Ja? Jetzt kommen wir mal zu der Brille. Wenn man sich die Bilder anguckt aus der Entwicklungsphase, auch von den Pressemeldungen, diese hier, sah die Brille noch anders aus. Das hier ist jetzt die Variante, die am Ende rausgekommen ist bei dem Ganzen. Und das ist ja die billigste Variante wahrscheinlich dieser Brille, die man gefunden hat. Also das steht ja auch drin, wenn ihr da reinguckt. Production Lot quasi 1001, das ist also die erste Produktionslinie dieser Brille. Und ich glaube, die wurde einfach in China beim billigsten Anbieter eingekauft und hier vorne wurde ein Märklin-Logo dann drauf gemacht. Das Plastik ist richtig billig, ja. Die Schalter sind lächerlich, also das würdet ihr heute bei Märklin nie mehr bekommen. Und das, glaube ich, ist auch absolut verdient gewesen, dass man in die Insolvenz reinläuft, wenn man sowas auf den Markt bringen will. Ja. Guckt euch die mal an. Was sind das für Schalter? Ja, das ist hier, und vor allen Dingen der hier oben. Das ist einfach nur so ein Knopf, den kann man in 4 Richtungen bewegen. Und da ist nicht irgendwas abgebrochen oder so, sondern der wurde so auf den Markt gebracht, als einfach so ein kleiner offener Knopf, wo man das Metall darunter sieht. Das ist brutal billig, also wirklich brutal billig. Und das dann für 800 € anbieten, ist lächerlich. Also, dass das sich nicht verkauft hat, wundert mich nicht. Aber es ist Plug and Play. Ich wollte ja sagen, was hat Märklin richtig gut gemacht. Jetzt komme ich dazu. Also die Grundidee, super. Die Wahl des Modells naheliegend. Die Brille, mal abgesehen von der haptischen Bewertung, technisch funktioniert sie sehr gut. Sie ist einfach in der Bedienung, das heißt, man hat hier unten einen Schalter, mit dem macht man die Brille an und hat dann die Auswahl aus Norm, steht hier auch dran. Norm ist quasi Anzeige in den beiden Displays hier. Dann gibt es AV-In, wenn ich also hier von einem Fernseher zum Beispiel was übertragen will, das würde auch gehen.
und AV-Out, wenn ich hier das hier belegen will. Das macht man hier unten über einen Schalter, das ist gut. Was sehr cool ist, sobald man das hier anschaltet auf Norm, der Strom hier dran ist und das Teil auf der Schiene steht, hat man sofort ein Bild. Absolut sofort. Also da gibt es keine Einrichtung, kein gar nichts. Es funktioniert auf Anhieb in der Sekunde. Das ist richtig gut. Das ist Plug and Play. Das ist auch wirklich geeignet für fast jede Zielgruppe, denn da braucht ihr keine technischen Kenntnisse. Aufsetzen, anschalten, läuft. Also das ist richtig gut. Ihr habt dann, wenn ihr, ich weiß nicht, mit 4 unterschiedlichen Leuten das Ganze macht, hier noch eine Auswahl an dem Schalter aus den Kanälen. Das könnt ihr, haben wir ja hier im Innenraum gesehen, auch an dem Wagen umstellen, auf welchem Kanal der funkt. Der ist jetzt bei mir halt immer auf dem gleichen Kanal hier. Funktioniert auch. Aber das Ganze ist halt wirklich easy. Man hat dann hier oben noch 2 so kleine Griffelchen. Damit kann man einstellen, wie weit die Displays auseinander sind, sodass man da eben auch wirklich nur ein Bild dann sieht. Und es funktioniert, wenn wir jetzt mal wirklich nur bis zu der Brille denken hier und die, sagen wir, technischen Limitierungen des Jahres 2007, 2008, wo das entwickelt wurde und auf den Markt gebracht wurde, hier mit in Betracht ziehen. Richtig gut. Es gibt ein paar Sachen, die sind nicht so doll, das ist eher so der Produktion, glaube ich, dann geschuldet. Also hier die absolut billig Variante, dass der Wagen hier zum Beispiel keinen Pufferkondensator hat. Das wäre eine Sache gewesen, von damals wahrscheinlich ein paar Euro, hier einen Pufferkondensator reinzutun, sodass der eben auch bei quasi einer unsicheren Stromversorgung über das Gleis, wenn die Schienen nicht ganz sauber sind, nicht diese furchtbaren Ausfälle habt. Denn immer, was ihr seht, quasi, wenn das Bild so grisselt, heißt das, dass die Stromversorgung ein ganz, ganz bisschen eingebrochen ist. Die ist also ultrasensibel, das Teil, auf die Stromversorgung. Und dass da kein Pufferkondensator drin ist, ja, man hätte das nicht so auf den Markt bringen dürfen, weil man hat damit die ganze Idee zerstört. Die Idee, die super war und die auch in den Ansätzen der Umsetzung wirklich top ist, hat man damit leider komplett kaputt gemacht. Denn wenn man das jetzt heute bei Märklin wieder angehen würde, die Idee, das Projekt, aus der Mottenkiste rausholt, sagt 2022, Technik hat sich weiterentwickelt, heute wäre es alles technisch möglich, wird man ganz, ganz viele Mahner haben, die sagen, nein, das gab es schon mal, das war furchtbar, das funktioniert alles nicht. Und ich glaube, wenn man diese Technik, die einfach so spannend ist, aus dem Jahr 2008 jetzt überträgt in das Jahr 2022, würde da was richtig Cooles bei rauskommen. Weil heute sind die Möglichkeiten ganz anders und heute hat man bei Märklin, glaube ich, auch wieder mehr den Blick, dass man sagt, einerseits muss das wirtschaftlich sein, andersrum muss es aber auch technisch funktionieren. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ihr kennt alle die Geschichte der Drehscheibe, also auch heute gibt es noch solche Stories. Aber man muss ganz klar sagen, verglichen mit dem, was hier quasi in Summe bei rausgekommen ist, im Vergleich zu der Drehscheibe, würde ich mal sagen, hat man hier wahrscheinlich noch den besseren Deal, weil es funktioniert. Aber es ist entwicklungstechnisch uiuiui. Also, dass man mit der Einstellung damals, Managementseitig, sage ich euch ganz ehrlich, dass man mit der Einstellung damals in die Insolvenz gegangen ist, wundert mich persönlich nicht. Die Entwickler damals tun mir wirklich leid, weil die haben was Tolles auf die Beine gestellt und haben dann nicht die Mittel an die Hand bekommen, das auch qualitativ hochwertig zu produzieren. Weil ganz ehrlich, Premium-Hersteller. Und dann bringst du eine neue Technologie auf den Markt für 800 €, wo du sagst, das ist richtig Premium, richtig Premium. Also das ist nicht für den Kinderspielzeugmodellbahner gedacht, sondern das ist für den Modellbahner mit einer Anlage für x tausend Euros gedacht, der seit 40 Jahren nur Märklin fährt und der sich jetzt was gönnt. Für den war dieses Set mal gedacht. Und den gibst du dann so eine Brille in die Hand hier, die zwar die Grundvoraussetzung Plug and Play erfüllt, sodass er sich technisch jetzt nicht damit beschäftigen muss, die aber eine miese Bildübertragung liefert aufgrund des fehlenden Pufferkondensators, die darüber hinaus sich anfasst, als hätte er sie für 5 Mark irgendwo auf dem Flohmarkt gekauft. Ja? Das ist echt traurig. Und ich glaube, das war vielleicht auch ganz gut für Märklin, dass man damals dann den Schuss vor den Bug bekommen hat und neue Investoren reingegangen sind in das Unternehmen, dass man nicht diesen Weg hier weitergefahren ist. Billiges Plastik aus China zu Mondpreisen.
sondern dass man da den Schuss vor den Bug bekommen hat, der ganz, ganz klar gesagt hat, so bis hierhin und nicht weiter. Auf dem Weg kommt ihr nicht voran. Ja, ich weiß, es gibt viele, die sagen, die Modellbahnsparte bei Märklin war nie irgendwie defizitär. Ja, man kann sich alles irgendwie schönreden, aber die Frage ist ja, welche Visionen standen dahinter? Und ich glaube, auf dem Pfad wäre Märklin nicht wirklich gut weitergekommen. Ja, also Einschätzung meiner Lebenspartnerin hatte ich ganz am Anfang gesagt. Der Koffer ist das Beste, weil er so hochwertig ist. Teile ich nicht ganz. Ich sage, die ganze Idee ist eigentlich schon das Beste gewesen. Und sie wurde dann leider durch, sagen wir mal, Kostenersparnis, Druck in der Insolvenz und vorher ein wahnsinniges Management, was sowas überhaupt auf den Markt gelassen hat, ja, eigentlich vollkommen verbrannt. Abgesehen davon, es macht durchaus Spaß. Ich habe es euch gezeigt, also das Bild, was ihr hier auf der Brille seht, das müsst ihr mir einfach glauben. Es ist 3-mal besser als das, was ich euch hier jetzt live präsentieren konnte. Das liegt, glaube ich, zum einen daran, dass ich diesen Videograbber verwendet habe, der wahrscheinlich auch nicht absolut das Nonplusultra ist in der Videotechnik und dass man dann inzwischen dann 3-mal von analog zu digital irgendwie diesen Umbau gemacht hat, was jetzt so ein Signal auch nicht unbedingt verbessert. Aber auf der Brille fällt es euch nicht so auf. Auf der Brille habt ihr ein ganz cooles Fahrerlebnis und macht durchaus Spaß. Bei meiner Anlage ist natürlich jetzt relativ wenig zu sehen, aber wenn ihr eine große Anlage habt mit vielen Strecken oder so, glaube ich, kann man da schon echt was draus machen. Ja, damit sind wir für heute schon wieder am Ende. Ich werde jetzt doch noch ein paar Videorunden hier mit dem kleinen ICE dann mal drehen und freue mich natürlich sehr auf eure Kommentare, euer Feedback dazu, was ihr davon haltet, von diesem Stück ja, Zeitgeschichte der Firma Märklin, wie man eine tolle Idee eben hier ja, doch mal vielleicht etwas anders auf den Markt gebracht hat, als man das von einem Premium-Hersteller eigentlich gewohnt ist. Insofern freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es, denke ich, wieder in Richtung der klassischen Modellbahn. Aber das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen, weil das so die ja, Alternative zu dieser Spielewelt ist, die ich euch mal gezeigt hatte jetzt vor kurzem. Auch mal ein spannender Einblick hoffentlich für euch gewesen. Macht's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.